Hallo liebe Freunde von Gitarren im Netz. Ja, es ist wieder soweit. Ein Päckchen ist angekommen. Ihr wisst, was drin ist. Steht ja auf dem Thumbnail. Öffnen. Jawohl. Ein Päckchen von Tech 21. Der Firma mit dem französischen Namen Sans Amp. Und in diesem schönen Päckchen soll sich ein Modeller befinden. Nämlich das English Muffin. Jetzt kommt das Einzige. Das ist ganz schön klein. Nochmal eingepackt. Ist das klein. Wie klein. Wie eine zu groß geratene Fernbedienung. Tja, ob das was wird. Wir dürfen gespannt sein. Jedenfalls, es ist da ein neues Spielzeug. So, noch mal kurz, was war alles im Karton? Eine Registrierungskarte, naja, die brauchen wir nicht. Ein Aufkleber Tech 21, eine Anleitung, das Gerät selber, Stecker für alle möglichen Stromsysteme der Welt, don't know, das Netzteil. Hier wird dann entsprechend der entsprechende Satz eingesetzt, den du haben willst. Geht ziemlich einfach. Gucken wir mal kurz in die Anleitung. Ja, bisschen die übliche Produkterklärung, Do's und Don'ts. Und jetzt, wie wir hier sehen, schon Screaming Blonde. Aha, das heißt, das ist jetzt die Seite für den Screaming Blonde, weil neben dem English Muffin gibt es nämlich noch den Screaming Blonde. Genau. Und dann kommt unser English Muffin. Aha. Und dann kommt nämlich der dritte im Bund, Fuzzy Brit. Die gibt es nämlich auch noch. Erklärung dazu. Ach, und in Liverpool. Nein, 4 sind sogar. Mob Top Liverpool. Ja. Und hier kann man auch sich also eine Vorlage zum Einzeichnen, wie ich hier welche Einstellungen gemacht habe. 3A, 3B, Charakter A, Charakter B, Range Settings, Below, Clean Classic High Watt Tones, Neon 12 o'clock, Crunchy Territory associated with 70s Who Style und über 12 Uhr Upper Mids von Game of Floyd Lead Styles. Also ein bisschen erklärt, was die einzelnen Regler tun. Ja. Also das Signal ist immer mit einer Speaker-Simulation ausgerüstet. Müsste hier vorne ja was drinstehen, wie man das Ding überhaupt benutzen kann. 100% analog. Du kannst benutzen als Stompbox mit einem Gitarrenamp oder als Preamp in einer Endstufe. Klar, in ein Line-In oder Return oder als ein Direktrekorder in eine Aufnahmegerät. Nicht viel dran. 2 Anschlüsse, in, out. Hier kommt das Netzteil rein. Und hier haben wir noch einen schönen XLR-Anschluss für direkt ins Pult zu gehen. Sieht massiv aus, fühlt sich massiv an. Die Taste, alles das. Ja, Gummifüßchen hier unten. Solide gemachtes Gehäuse, auf jeden Fall. Die Knöpfchen sind sehr klein, aber sie lassen sich eigentlich ganz gut drehen. Ja,
sind nur so super klein, aber man kommt also hin. Also, ja, ein bisschen spitze Finger muss man machen, aber ja, alles in allem macht einen hochwertigen Eindruck. Gucken wir mal schnell Bedienelemente. Ja, kaum ist es angeschlossen, leuchten hier Charakter, Drive und Volume weiß. Wir haben also hier einmal einen A- und B-Kanal, also zwei identische Kanäle, die sich eine Klangregelung teilen. Beide aber einen eigenen Drive, Volume und Charakter haben. Also ich habe praktisch kann es zweimal anwählen, im Kanal A mit mehr oder weniger Verzerrung und mit anderem Charakter. Die Dreiband-Klangregelung ist allerdings für beide gleich da. Und dann haben wir hier unten noch Level, Tone und Sustain für das eingebaute Fass. Ja, Bypass soll True Bypass sein, geht es direkt durch. Schalte ich den Bypass ab, wird Kanal A erleuchtet. Ja, Bypass, Kanal A kommt dazu, also High, Mid und Low dazu. Mache ich Channel B, leuchten diese blau, auch gut. Und schalte ich den Muff an, leuchten die drei hier rot. Ja. Und ich kann den Muff aber auch im Bypass benutzen, also praktisch nur direkt als Effekt vor einem anderen Amp. Also ich kann Kanal A, Kanal B und beiden kann ich jetzt noch den Muff zuordnen. Ja, keine Software, gar nichts. So wollen wir doch eigentlich haben. Nein, so möchte ich es gerne haben. Keine Software, alles mit Knöpfen. Allerdings, ob es jetzt auch tatsächlich wie ein Hi-Word klingt, das ist die andere Frage. Ich denke, hier gibt es nicht mehr viel zu gucken, sonst ab an den Klangtest. So, jetzt schauen wir auf das English Muffy. Bypass aus, Bypass ein. Ich habe mal die Klangregelung auf 12 Uhr. Volume, seht ihr so, ungefähr 10 Uhr. Und Charakter ist bei ungefähr 2 Uhr. Und Drive auch bei ungefähr 10 Uhr. Dann können wir jetzt mal hören, wie das klingt. Ja, also der Charakter, das hat schon Auswirkungen und man merkt auch, das ist nicht ganz geräuschfrei, das Pedal. Zum Einsatz kam
Die Harley Benton in Surf Green und natürlich in dem Fall jetzt mal mit Single Coil Pickups und man hat schon ganz schön gehört, aber ich bin sehr überrascht. Das Pedal klingt super dynamisch und ja, erstmal alles auf 12 Uhr in der Klangregelung. Da macht man mal nichts falsch. Ne? Setzen wir mal den Drive wieder runter, den Charakter rauf. Und jetzt gehen wir mal am Kanal B mit dem Charakter ein bisschen runter und mit dem Drive ein bisschen rauf und dann schalten wir mal um. Jetzt werden wir vielleicht mal noch eine Humbucker-Gitarre checken, um zu schauen, ob es da eventuell etwas ruhiger zugeht. Aber wie gesagt, von der Dynamik her, besonders im Clean-Bereich, totale Klasse. Wirklich große Klasse. So, jetzt haben wir mal eine Gitarre mit Humbuckern dran. In dem Fall die schöne Ibanez MC 300, die Musician 300. Gibt es auch 2 schöne Filme drüber. Kann ich euch auch nur ans Herzen legen. Und dann schauen wir mal, wie es sich jetzt hier mit den Nebengeräuschen und dem Zerren verhält.
Ja, das sehen wir jetzt schon. Es sind weniger Nebengeräusche da, aber beim Aufdrehen der Verzerrung, beim Aufdrehen vom Big Muff sind ordentlich Nebengeräusche dabei. Also das Pedal hat tatsächlich ordentlich Nebengeräusche. Ansonsten finde ich aber die Sounds ziemlich gut, die hier rauskommen. Die mag ich. Die Dynamik ist toll. Und ja, jetzt so direkt ins Pult über XLR, muss ich sagen, bin ich recht überzeugt von dem, was ich hier höre. Wie gesagt, Nebengeräuschverhalten ist ein bisschen dumm und was ich jetzt vermisst habe, ist, wir haben natürlich keinen Einschleifweg. Das heißt, ich habe jetzt den Hall und das bisschen Delay im Mix dazu gegeben. Ich könnte jetzt natürlich nicht hinter dem Big Muff einfach so ein Delay einspeisen. Jetzt würde ich gerne noch einen Test machen. Ich würde aus dem normalen Output mal in den Front von einem Verstärker gehen und mal schauen, wie sich das anhört. Und den Aufbau, den mache ich jetzt mal. Ja, liebe Freunde von Gitarren im Netz, der kleine English Muffy von Tech 21 oder Tech 21 von Soamp, der macht mir richtig Freude. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich sag mal, was mir am meisten Spaß macht. Klein, handlich, stabil gebaut, super Sounds, tolle Hardware und keine, aber wirklich keine Software. Das ist der besondere Vorteil. Die Nachteile, okay, spitze Fingerchen muss man haben zum Einstellen, die Knöpfe verdrehen sich aber nicht von selber. Kein Effektsloop, das halte ich für am gravierendsten. Ansonsten der Klang, sowohl im Interface oder direkt in die Recording, als auch vor dem Amp, hat mich total überzeugt. Wenn das Ding mit hast und dein Amp geht kaputt, du brauchst nur irgendeinen Amp davor oder in einen Effekt und du hast deinen Sound. Coole Sache. Also wirklich tolle Sache. Der Klang hat mich total überzeugt. Der bleibt, mit dem werde ich noch einige Dinge anstellen. Klingt er denn wie ein Highword? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie ein Highword gespielt. Jedenfalls hat er einen eigenen Klang. Ich habe mal kurz quer gehorcht. Ich habe ein Highword-Profil oder 2 oder 3 Highword-Profile auf dem Camper. Das war sich gar nicht so unähnlich, aber das will ja nichts heißen. Die hat jemand profiled. Aber ich finde, er hat einen eigenen Sound und wenn ich mir die Töne mit der Halibenden so anhöre, die
Richtung David Gilmour, da ließ sich bestimmt was basteln, ja. Und ansonsten die Hamburger Klänge, die sind schön rockig, zack, rein damit. Super Sache, ja, einwandfrei. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Test der Tech 21 English Muffy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Kanal abonnieren wäre super. In letzter Zeit weiß ich kaum noch, wofür ich die Videos mache. Die kriegen kaum noch Klicks. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber jammern ist was anderes. Ansonsten wie immer, macht's gut, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.